Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder was Herzhaftes. Wir machen Kabsa. Das ist ein extrem leckeres Reisgericht, sehr, sehr orientalisch gewürzt. Und obendrauf geben wir sehr würzige Hähnchenschenkel. Also für mich auch so ein bisschen Festessen-Charakter. Also immer wenn wir zum Beispiel mit Hamzas Familie sind und dort ganz viele Personen von essen, dann macht meine Schwiegermama einen ganz großen Teller. Also ungefähr die dreifache Menge, die ich jetzt heute mache. Und dann essen einfach alle aus diesem großen Teller. Also jeder schöpft sich da so ein bisschen was ab und ich freue mich immer, wenn es das gibt. So, und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Wir starten jetzt hier in der Pfanne, da gebe ich jetzt Butter rein. Ihr wisst ja, Butter darf man nicht so hoch erhitzen, deswegen nehmt gern die mittlere Stufe. Da gebe ich auch noch ein bisschen Buttergie dazu, einfach weil ich den Geschmack mag. Gebe ich jetzt auch noch mit rein. Dann lasse ich das schmelzen und dann geben wir Zimtstangen und 5 Kardamomkapseln mit dazu. So, nach etwa einer Minute gebt ihr dann Ingwer dazu, den habe ich schön fein gehackt, und Knoblauch. Einfach reinpressen und das dann auch eine Minute lang andünsten. Wichtig ist halt wirklich die mittlere Stufe, weil es ist ja kein hocherhitzbares Öl, sondern Butter. Und da gebe ich jetzt Zwiebeln mit dazu, die habe ich auch grob gehackt. Einfach mit andünsten, so ungefähr 2 Minuten. Und dann kommen weitere Gewürze mit dazu. Ihr braucht generell sehr viele Gewürze hier. Einige davon gibt es auch in meinem Shop. Ich habe aber auch eine Gewürzmischung, muss ich ehrlich sagen. Extra eine Gewürzmischung für Kabsa. Aber ich habe gleich, zeige euch den originalen Weg. So, und jetzt kommen die Gewürze dazu, die das Ganze schön köstlich machen. Kreuzkümmel, Nelken, Koriander, Garam Masala, etwas Chili, Salz und Pfeffer. Und jetzt gebe ich Tomaten dazu und lösche das Ganze so ein bisschen ab. Ich habe jetzt Tomaten aus der Dose, die werden ja erntefrisch konserviert. Ihr könnt aber auch frische Tomaten nehmen und einfach reiben. Die hier sind ohne Haut, also achtet darauf, dass ihr, wenn ihr frische Tomaten nehmt, auch die Haut einfach weglasst. So, einfach mit dazugeben und dann so ungefähr 5 Minuten lang köcheln lassen. So, und jetzt geben wir Hähnchenschenkel dazu. Ihr könntet zum Beispiel auch Hähnchenkeule nehmen und braten das von beiden Seiten circa 3 bis 5 Minuten an. So, und im Anschluss geben wir Wasser dazu, weil jetzt muss das Fleisch im Wasser garen. Also Wasser so viel dazugeben, bis es gerade so das Fleisch bedeckt. Dann einmal aufkochen lassen und dann mit geschlossenem Deckel circa, ich denke mal 25 Minuten lang köcheln lassen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Fleisch ihr habt. Ob es dick ist oder, ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer, ob es ja, relativ dick ist oder ein bisschen flacher. Und dann müsst ihr einfach schauen, dass es gerade so durch ist. Jetzt nehme ich einmal das Hähnchen raus und gebe das gleich auch nochmal in den Backofen, damit es von oben und unten richtig schön kross gegrillt werden kann. So. Und da in dem Restsud wird gleich Reis gekocht. Reis habe ich auch schon abgewaschen. Ihr wisst ja, Reis enthält viel Stärke, daher immer abwaschen, damit er eben nicht klebt. Und dann zeige ich euch gleich nochmal eine sehr interessante Zutat. So, und jetzt sollte der Reis komplett bedeckt sein. Ihr könntet noch ein bisschen Wasser nachgießen, ihr könnt es aber auch im Nachhinein erst machen, wenn ihr merkt, dass er nicht ganz gar ist. Bei mir hat es jetzt genau perfekt gereicht. Ich lasse ihn gleich garen und dann wird er richtig schön fein. Und jetzt kommt die interessante Zutat. Und zwar habe ich hier getrocknete Limetten. Es gibt auch getrocknete Zitronen, die sind dann komplett schwarz und die schmecken auch sauer. Und die gibt man einfach so rein, weil ich weiß, dass ihr die schwer bekommt. Lasse ich es jetzt und zeige euch die Alternative. Das wird aber in der arabischen Küche total gerne verwendet. So, und die Alternative sind jetzt extrem hart. Ja, die sind mega hart, die sind halt getrocknet, ne? Also ich fand es mega interessant und ich habe jetzt hier alternativ einfach Zitronenscheiben. Die müsst ihr jetzt für den typischen Geschmack jetzt einfach noch mit dazugeben. Ich hatte das gerade einmal kurz aufkochen lassen. Was auch noch mit dazu kommt, ganz typisch, sind Möhren. Die müsst ihr ganz einfach fein raspeln. Gebe ich jetzt auch noch mit dazu und dann lasse ich das auf niedriger Stufe, also ich nehme jetzt Stufe 2 von 9, dann lasse ich das garen mit geschlossenem Deckel. Ich denke mal, das braucht so ungefähr 25 Minuten und die ganz genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung auf.
So, die letzten Schritte vor dem Servieren sind folgende. Das Fleisch einmal bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für 15 bis 20 Minuten nochmal in den Ofen geben. Es kommt, wie gesagt, auf die Dicke des Fleisches an. Wir wollen, dass die Haut nochmal schön kross wird. Und dann werde ich nur noch Cashewkerne anbraten in Butter. Ihr könnt auch Mandeln nehmen oder Pinienkerne, auch sehr lecker. Aber Nüsse in Kombination mit Reis, so lecker. Und was auch noch typisch ist, sind Rosinen. Auch einfach in Butter anbraten. Denkt dran, mittlere Stufe, Butter darf nicht so sehr erhitzt werden. Und dann servieren wir alles gemeinsam in einer großen Schüssel und dann kann jeder davon essen. Mega, mega lecker und sehr toll gewürzt. Probiert es unbedingt aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Gericht schon kanntet oder ob es neu für euch ist. Ich hoffe, dass wir fasten ja gerade und nach dem Fastenbrechen wird Hamza ja probieren und ich hoffe, Hamza, dass ich es wieder eine Mama geschafft habe. Ich hoffe es auch für dich. Das sind hohe Ansprüche, weil sie macht es einfach perfekt, aber ich hoffe, dass ich den Ansprüchen so ein bisschen gerecht werde. Wir schauen mal. Ich denke mal, da folgt wieder mal eine Instagram-Story. So machen wir es. Also euch einen wunderschönen Tag. Hinterlasst gerne ein Abo, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten leckeren Rezept. Tschüss!